Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Episode 11 unseres Fashion Community Talks. Mein Name ist Guido Brackelsberg. Ich bin Geschäftsführer der Setlog GmbH und Vorstand im Dialog Textil-Bekleidung. Heute begrüße ich Joachim Hensch. Lieber Josh, herzlich willkommen bei uns. Seit 25 Jahren bei Hugo Boss, von der Pike auf gelernt. Und die letzten 5 Jahre, das ist spannend, hast du ja die eigene Fabrik von Hugo Boss in Izmir geleitet. Und ich glaube, du hast so alles versucht, Digitalisierung der Produktion, was man machen kann. Deshalb super spannend. Und da möchte ich dir gleich ein paar Fragen stellen. Aber jetzt erstmal übergebe ich das Wort an dich, dass du dich auch mal kurz vorstellen kannst. Ja, genau. Hallo auch nochmal an alle von meiner Seite aus. Mein Name ist Joachim Hensch und ich war in den letzten 5 Jahren Managing Director in Izmir, Hugo Boss Izmir, mit ungefähr 4.000 Mitarbeitern, also schon eine ziemlich große Schneiderei, um das mal so zu sagen. Angefangen habe ich aber als Schneider in einer ganz kleinen Schneiderei und wir haben singuläre Aufträge damals gemacht für einzelne Leute. Und es ist ein spannender Vergleich. Wir bekommen vieles von dem, was wir damals hatten, tatsächlich in der heutigen Welt wieder. Mhm. Ja, ich weiß, wir hatten ja auch letztes Jahr bei dir mit dem DTW einen faszinierenden Workshop gemacht, bei dir in Izmir. Also das war wirklich toll. Aber lass uns ins Interview einsteigen. Du hattest mir vorher erzählt, was meinst du mit Edge-to-Edge Digitalisierung? Ja. Da bin ich ganz neugierig. Also unsere Branche beschäftigt sich schon ziemlich lange mit Digitalisierung in verschiedensten Flächen und Feldern. Und typischerweise, wenn man an Digitalisierung denkt, denkt man immer erstmal an die IT-Abteilung. In dem Fall, wenn wir über Edge-to-Edge reden, dann sind so die Grundzüge der Industrie 4.0 heißen eigentlich, dass der Kunde mit seinem Kundenwunsch die ganze Kette in Bewegung bringt, aber diese ganze Kette vernetzt in Bewegung bringt. Das heißt also wirklich ein Kunde, egal ob er das für Instagram oder in einem Geschäft zum Ausdruck bringt, möchte etwas haben und er setzt die ganze Kette in Bewegung. Das geht nur, indem die ganze Kette vernetzt ist und deswegen Edge-to-Edge, also das heißt wirklich von allen Systemen und von allen involvierten Parteien muss irgendetwas angeschlossen sein an eine gemeinsame Kette, sonst funktioniert es nicht. Und das ist was ganz Spannendes, weil in unserer Branche haben wir schon seit vielen Jahrzehnten CAD-Systeme, wir haben natürlich Warenwirtschaftssysteme, ERP-Systeme, MES-Systeme, also Produktionssysteme für die Produktion. Aber alles, und dann haben wir jetzt redet alles über 3D und über Simulation, aber alles sind lauter Puzzlestücke, die nicht in ein Bild passen. Ja? Also wir haben nicht eine Kette und wir brauchen aber eine Kette, sonst halten wir die Geschwindigkeit gleichzeitig mit der Komplexität unserer Welt nicht mehr aus. Das werden die Firmen nicht profitabel hinkriegen. Naja, genau, das ist der Punkt. Wir hatten ja vorher noch drüber gesprochen, dieses ganze Thema Personalisierung, Individualisierung, ja, das, was da passiert, neue Vertriebskanäle, die sich auftun. Was macht das eigentlich mit der textilen Kette und vor allen Dingen auch, wie brutal ist das für die Firmenkultur, das umzusetzen? Ja, das ist ziemlich brutal, das kann ich so sagen. Ich habe mal vor 5 Jahren ein Interview gegeben, auch da ging es um das Thema, was wir mit Izmir vorhaben. Und ich habe gesagt, we will become a giant tailor shop. Also wir werden eine riesig große Schneiderei mit 4.000 Leuten werden. Und damals hat man müde gelächelt. Okay, das ist ja ein Widerspruch in sich. Faktisch ist es aber so, ja. Also wir haben die Anzahl der Kollektionen hat nicht unbedingt zugenommen, aber die Anzahl der Sonderbestellungen, der extra Kapselkollektionen und so weiter haben zugenommen. Die Order Sizes sind runtergegangen. Das heißt, für einen Produktionsbetrieb kleinere Mengen in trotzdem der gleichen Effizienz hinzukriegen, ist extrem aufwendig, ja. Wir leben aber in einer Welt, in der der einzelne Kunde wieder mit einer Marke kommunizieren kann. Das konnte er jahrzehntelang nicht. Er hat eine Marke gekauft, indem er in ein Geschäft gegangen ist. Aber jetzt über soziale Medien, über Instagram vor allem, kann ich 1:1 mit einer Marke in Kontakt treten und kann sagen, was ich will. Das gibt mir als Kunden sehr viel Gestaltungsspielraum, man könnte auch sagen Macht, aber gleichzeitig versetzt es die Marke auch in die Notwendigkeit, mir sozusagen auch etwas Individuelles zu geben, ob das ein Produkt ist oder ein Service oder ein Umstand oder ein besonderes Lieferfenster, was auch immer. Das alles geht mit den traditionellen Methoden, also mehr vom Gleichen zu machen, in jedem Fall in die Hose. Das funktioniert nicht. Das haben wir festgestellt, auch mit traditionellen Organisationsmodellen, also die typischen hierarchischen Ebenensysteme, die man für eine Produktion normalerweise hat, das wäre nie im Leben hätte das funktioniert und das funktioniert auch in Unternehmen nicht. Es muss flacher werden und flacher kann es nur digital werden.
weil die Informationen flach verfügbar sein müssen. Also diese Individualisierung von Produkten und Services, die ein individualisierter Kunde haben will, erfordert ein totales Umdenken von Organisationen. Und das ist schwer, ja. Und das hat nichts mit IT-Abteilungen zu tun. Das hat was mit Management zu tun. Das finde ich total spannend. Also das kann ich als Tech-Firma ja auch noch unterstreichen. Ja, das heißt für dieses Thema oder das Thema Agilität, das heißt, wie kann ich darauf zugehen, wie bin ich halt flexibel, ohne aber den Gesamtprozess in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, und da müssen viele Prozesse transparent gemacht werden. Und das ist ganz entscheidend. Wenn ich mir jetzt denke, na klar, das ist natürlich in Fernost, ist das teilweise auch schwierig. Das, was du ja beschreibst, ist ja auch, was wir schon mal an anderer Stelle hier von der WKS auch gehört haben, von Jörg Brune, der sagt, ja, wir sehen so einen Trend zum Nearshoring. Was funktioniert denn da und was funktioniert da nicht beim Nearshoring? Und wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert es nicht? Ja, Nearshoring ist erstmal eine tolle Idee, weil ich natürlich sage, ich versuche nicht alles irgendwie um die Welt zu. Es gibt ja die berühmten Bücher von dem T-Shirt, was zweimal um die Welt gereist ist und was das alles kostet. Und zum Thema Sustainability ist es also ein Trauerspiel, auch klar. Und deswegen ist die Idee natürlich zu sagen, ich produziere eigentlich local für local, also ich produziere das so nah am Kunden wie möglich, ist erstmal eine sehr charmante Idee. Das funktioniert aber nicht mit jedem Produkt. Das hat verschiedenste Gründe. Einmal hat es natürlich technische Hintergründe. Es kann Material sein, was aus einer ganz bestimmten Region der Welt kommt. Es kann aber auch eine Kostensituation sein, weil ich nicht alles automatisieren kann. Es ist aber definitiv so, und daran glaube ich ganz fest, dass wir aufgrund von der Impatience, von der Ungeduld unserer Kunden her gezwungen sein werden, näher an den Kunden ranzukommen, um zu produzieren. Ich kann, wenn ich heute bei Amazon Prime etwas bestelle, kann ich in München vielleicht sogar die Uhrzeit noch festlegen, an der ich das Paket haben will. Wenn ich das liefern will als Marke und dieses Versprechen abgeben will, kann ich das nicht irgendwo erstmal in der Ferne produziert haben und dann mit dem Flugzeug transportieren, weil ich dann meine Marge verliere und das funktioniert nicht. Also ich muss ganz bestimmte Produkte, von denen ich hoffe und weiß, dass man sie brauchen wird, näher an den Kunden ranbringen. Das wird in Europa sicherlich Osteuropa sein, Türkei, Portugal, Nordafrika. Aber vor allem werden diese Firmen lernen müssen, sehr flexibel zu produzieren, weil nochmal, es geht nicht darum, jetzt ein Produkt, was ich bisher in Pakistan produziert habe, 100.000 Teile in einer Farbe, in einem Stoff, jetzt irgendwie in Rumänien oder Bulgarien oder Türkei zu machen. Das ist das Thema nicht, sondern das Thema heißt, wie kann ich 100 Teile oder wie kann ich 10 Teile produzieren, profitabel, und wie kann ich eine Organisation bauen und eine Mannschaft dahinter setzen, also vor allem die Workforce, die Mitarbeiter, so stark flexibilisieren, dass sie so clever sind, dass sie meine kleinen Lot-Sizes produzieren können und ich trotzdem profitabel bleibe. Deswegen ist Nearshoring ein tolles Konzept. Wir werden Nearshoring im Bereich von 3D-Drucken ganz, ganz stark erleben in den nächsten Jahrzehnten, weil dann da kann ich meinen Schuh sozusagen auf der Fifth Avenue drucken, im ersten Stock und unten verkaufen. In unserer Branche noch nicht, not yet, das wird ein bisschen komplizierter. Aber wir werden nicht einfach nur, da glaube ich nicht dran, dass wir einfach nur ein Produkt, was wir bisher günstig in Äthiopien oder Pakistan gemacht haben oder Indien oder wo auch immer, einfach jetzt irgendwie nach Osteuropa bringen und sagen, so jetzt muss es halt hier stattfinden. So wird es nicht funktionieren aufgrund der veränderten Kundenwünsche. Also ohne Digitalisierung, ohne Flexibilisierung der Mitarbeiter, hohes Engagement einer sehr flachen Hierarchie wird Nearshoring aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, die Quadratur des Kreises ist, wo sich viele mit schwer tun, ist sozusagen auf der anderen Seite, ich habe ja immer noch diesen ursprünglich, sag mal, den alten Prozess. Ja, der ist ja noch, die 100.000 Teile in Pakistan, die werden ja der bleiben. Das heißt ja nicht, dass alles rüberkommt. Und sag mal, das organisatorisch auch abzubilden, das sage ich aber auf einmal, diese kurze, schnelle, agile Organisationsform und dann auf der anderen das. Also das ist mit Sicherheit sehr spannend. Da sind dann wieder die Unternehmer, die Manager gefragt. Und ja, das finde ich auch, das kann ich sehr nachvollziehen. Und aber das ist Wandel. Wandel ist die wahrscheinlich einzigste Konstanze im Leben, ja, die man hat. Und, das finde ich spannend. Ja, und das merken wir ja auch bei uns in unserem Geschäftsmodell, ja, das zu unterstützen bei dieser Digitalisierung in globalen Lieferketten. Da sind halt wirklich enorme Werte zu schaffen. Und ja, unglaublich spannend. Ich danke dir sehr für das Interview. Ganz toll. Ja, also super spannend.
Und ja, an die Community kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank dir, lieber Josh. Nochmal herzlichen Dank und ich sag mal auf Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Folge 12. Dankeschön, tschüss. Tschüss.